Traut ihr euch an einen Hefekranz? Viele denken, Hefeteig sei schwierig, aber ich zeige euch heute, wie er sicher gelingt. In der Rührschüssel sind 500 Gramm Dinkelmehl, darüber kippe ich ca. 220 von 250 Gramm Milch und verrühre alles mehr schlecht als recht. Die Milch ist übrigens kalt. In die Mitte dieser Mischung wird eine Vertiefung gedrückt und darein kommt die Hefe, die etwas zerbröckelt wird. Darauf kommt die restliche kalte Milch und die beiden Zutaten werden zu einem Brei verrührt. Zum Schluss kommt noch eine Prise Zucker darüber. Alles lässt man 20 Minuten stehen. Dann kann sich das Mehl unten in der Schüssel schon mal mit der Feuchtigkeit der Milch vollsaugen und die Hefe in der Vertiefung oben kann sich in der Milch entfalten. Und ich wiege in dieser Zeit die restlichen Zutaten ab, die gleich noch in den Teig kommen, nämlich ein halber Teelöffel Salz. Das Salz bitte niemals direkt auf die Hefe geben, Salz macht Hefe kaputt. Ein Ei, das Öl und wer den Kranz süß haben möchte, gibt noch Zucker dazu. Das mache ich aber nicht. Stattdessen gebe ich einen kleinen Teelöffel Honig dazu, so wie es meine Oma immer machte. Den Teig lasse ich jetzt vielleicht 1 Minute mit dem Flachrührer kneten. Dinkelmehl braucht nicht so lange geknetet zu werden wie Weizenmehl. Sobald es zusammenkommt und sich eine einigermaßen homogene Masse gebildet hat, nehme ich sie aus der Schüssel und knete sie, wie gezeigt, einige Male von Hand durch. Der Teig kommt wieder zurück in die Schüssel, wo er abgedeckt 60 bis 90 Minuten ruhen muss. Hefe ist launisch und an kalten, regnerischen Tagen kann es auch schon mal 90 statt 60 Minuten dauern. So sieht der aufgegangene Teig aus. Er wird aus der Schüssel geholt. Er wog 900 Gramm. Der Teig ließ sich wunderbar rund ausziehen, so dass ich ihn zuerst in 3 und dann in 6 Teile zerteilen konnte. Pingelig wie ich bin, habe ich alles nochmal nachgewogen und das Gewicht einigermaßen angeglichen. Dann hat man es später einfacher, ein gleichmäßiges Geflecht im Kranz zu erhalten. Ich wollte 2 kleinere Kränze machen, deswegen teile ich die Sechstel nochmal durch. Wer einen großen Hefekranz machen möchte, verwendet das Sechstel so wie es ist. Das Stück wird etwas auseinandergezogen und dann wie gezeigt aufgerollt und dann zu einem Strang ausgerollt. Er sollte bei einem kleinen Kranz ungefähr 30 cm lang sein und bei einem großen ca. 45 bis 50 cm. Wichtig ist, dass man einen schönen Teigschluss hat, man also nicht wie hier noch einen Schlitz sehen kann. Hier habe ich ein sechseckiges Glas, das mir als Führung dient. Der erste Strang wird mittig und parallel zu einer Kante gelegt. Der zweite Strang wird mittig und parallel zur nächsten Kante gelegt und eine Seite liegt auf dem ersten Strang. Der dritte Strang wird genauso gelegt. Dabei muss man darauf achten, dass nur eine Seite den vorherigen Strang kreuzt und nicht auch noch den vorvorigen, also hier den ersten. So macht man mit dem 4. und 5. Strang weiter. Der 6. und letzte Strang wird angelegt und damit er sich mit dem ersten Strang kreuzt, muss dieser, also der erste Strang, angehoben und der 6. Strang darunter gelegt werden. Dann kann der 6. Strang auch schon gleich mit dem nächsten Strang verkreuzt werden und so arbeitet man sich rundum. Im Grunde werden die Stränge wie bei der Tuchbindung verwoben, also immer über unter, über unter, über unter. In der nächsten Runde werden die Stränge anders herum gekreuzt, so dass sie immer abwechselnd übereinander zu liegen kommen. Dabei achte ich darauf, die Stränge nicht zu fest miteinander zu verschlingen, denn sie gehen ja später noch auf und es ist besser, wenn zwischen ihnen noch Platz ist.
Es macht also nichts, wenn alles sehr locker aussieht. Ihr werdet es später sehen. So, geschafft. Die Enden der Teigstränge werden jetzt aufeinandergelegt und schön fest zusammengedrückt, damit sie sich nicht lösen können. Alles rundherum. Ich entferne das Glas und schiebe jetzt die Enden unter das Geflecht. Der Kranz wird auf das Backblech gelegt. Hier habe ich ein Eigelb, das ich mit 3 Teelöffeln Milch verrühre. Der Kranz wird damit rundherum und auch in der Mitte eingestrichen. Die Eistreiche gibt der Oberfläche etwas Feuchtigkeit und später Glanz. Der Kranz muss jetzt noch 30 Minuten ruhen, damit der Teig entspannen und noch ein wenig aufgehen kann. Es ist wichtig, dass man dem Teig jetzt noch Zeit gibt, sich zu entfalten. Dazu decke ich ihn zu, damit er nicht austrocknet. Das Glas in der Mitte verhindert einerseits, dass sich die Öffnung weiter verkleinert, da der Teig ja noch aufgeht, aber vor allem auch, dass das Tuch den Teig berührt und dabei festkleben bleibt. Der Backofen wird auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze vorgeheizt. So sieht der Kranz nach 30 Minuten aus. Bevor er in den Ofen kommt, streiche ich ihn noch ein zweites Mal mit der Eistreiche ein und auch das Glas entferne ich vorsichtig. Meine Oma hat dann immer noch in die Öffnung einen Esslöffel Milch gegeben, damit der Kuchen beim Backen nicht austrocknet, und genau so mache ich das auch. Jetzt kommen die beiden Kränze in den Ofen. Bei mir hat das Backen 25 Minuten bei 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze gedauert. Aber Vorsicht, das kann je nach Ofen variieren. Passt bitte auf. Das Gebäck ist gar, wenn es eine Kerntemperatur von ca. 95 Grad Celsius hat. So sehen die Kränze nach dem Backen aus. Noch heiß bepinsele ich sie mit einer dünnen Schicht Milch und bedecke sie mit einem Tuch, damit sich der Teig nicht erschrickt, wie meine Oma immer sagte, und lasse sie so weitere 15 Minuten auskühlen. Bei uns wurde zu Ostern immer ein oder mehrere Eier in die Mitte des Kranzes gelegt. So sieht der Hefekranz von innen aus. Er ist schön aufgegangen, fluffig und ist nicht trocken. Wenn euch solche Rezepte gefallen, abonniert gern meinen Kanal. Jetzt habt ihr gesehen, wie der Hefekranz gemacht wird. Vielleicht traut ihr euch, ihn einmal selbst zu backen. Ich hoffe es sehr. Hier ist die Zutatenliste. Hefekranz, 500 Gramm Dinkelmehl Typ 630, 15 Gramm Hefe, eine Prise Zucker, 250 Gramm Milch, kalt, ein Ei, 60 Gramm Öl, neutral schmeckend, ein halber Teelöffel Salz, 30 Gramm Zucker, fakultativ, ein halber Teelöffel Honig. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.